Hi und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Viele behaupten ja immer, dass man mindestens 10.000 Schritte täglich gehen muss, um gesund zu bleiben. Aber das ist völliger Blödsinn. Recherchiert man nämlich nach dem Ursprung der 10.000 Schritte-Regel, stößt man schnell auf ein Gerät namens Manpo Kai, das von einem japanischen Schriftsteller aus den 60er Jahren hergestellt wurde und der sein Gerät bekannt machen wollte und somit die 10.000 Schritte im Umlauf brachte. Dieser Werbebluff galt aber sehr schnell als allgemeine Empfehlung, das mittlerweile von vielen Studien widerlegt wurde. Die WHO empfiehlt in ihrer weltweiten Leitlinie mindestens 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche, das heißt zügiges Gehen, Radfahren, Schwimmen. Alle sind sich aber einig, dass wir uns bewegen müssen, um gesund und fit zu bleiben. Ich habe mich gefragt, was mit mir passieren würde, wenn ich täglich 10.000 Schritte mache und das für 4 Wochen. Was passiert mit mir, mit meinem Körper, mit meinem Wohlbefinden, mit meiner Seele? Ich wollte für mich herausfinden, ob es wirklich einen positiven Effekt gibt und habe mich somit mehr auf das zügige Gehen konzentriert. Also ich habe in der Zeit vielleicht zwischen 2 bis 4 Mal Hula Hoop gemacht oder mit Hula Hoop trainiert. 10.000 Schritte entsprechen einer Distanz von 6 bis 8 Kilometern und man kann zwischen 300 und 400 Kalorien verbrennen. Allerdings ist das sehr individuell, ne? Je nach Körpergröße, Gewicht, Verfassung und. 10.000 Schritte sind allerdings nicht so leicht in den Alltag zu integrieren. Überlegt mal 6 bis 8 Kilometer, diese Zeit muss man haben. Vielleicht ist es machbar, vielleicht nicht täglich. Ich habe tatsächlich mehr geschafft. Ich habe es durchgezogen und habe mehr als 10.000 Schritte gemacht. Und ich kann euch sagen, mein Körper hat am Anfang geweint. Ich hatte in der ersten Woche leichte Rückenschmerzen, also gerade im unteren Rücken. Ich weiß aber nicht, woran es lag. Ob es wirklich am Gehen lag oder vielleicht am falschen Schuhwerk. Ich hatte das Problem aber nur bei einer längeren Strecke. Also immer dann, wenn ich vielleicht über eine Stunde gelaufen bin und das ohne Pause, da habe ich gemerkt, dass mein Rücken das nicht so gut findet. In der zweiten Woche hatte ich das Problem aber nicht mehr. Also meine Rückenschmerzen waren weg und ich habe mich fitter gefühlt. Meine Beine waren aber oft sehr müde vom Laufen. Also das habe ich abends gemerkt, immer dann, wenn ich im Bett lag, dass meine Beine doch schwer sind. So ein bisschen wie nach dem Krafttraining. Ja, so in der Art. Das war in Ordnung, aber ich habe es einfach gemerkt. Das hat mich auch wirklich bis zum Schluss begleitet. Aber ab der 3. Woche war das alles so selbstverständlich. Kann ich das so sagen? Es war so befreiend. Ich wollte auch unbedingt laufen oder ich wollte gehen, ich wollte diese Schritte machen, es hat mir gut getan. Ich bin einfach losgelaufen, ich habe weniger Verkehrsmittel benutzt oder öffentliche Verkehrsmittel. Ich mochte es wirklich. Ich habe es so genossen, einfach durch die Straßen zu laufen und habe dann natürlich immer mal auf die App geguckt, dass ich diese 10.000 Schritte mache. Ich habe mich in der Zeit bewusst ernährt. Das bedeutet, ich habe keine Diät gemacht, ich habe das gegessen, was ich wollte, aber auch nur dann, wenn ich die Lust darauf hatte und nicht dieses übertriebene Vollfressen, ne, was manche eben machen. Also ich habe schon auf meinen Körper gehört und schon darauf geachtet, was ich in dem Moment essen will und was eben nicht, was ich brauche. Ich habe mich zum Schluss wirklich sehr gut in meiner Haut gefühlt und fand es toll, jeden Tag zu gehen, auch wenn es vielleicht nicht immer so einfach war, diese 10.000 Schritte zu machen, aber es war toll. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Haben all diese Schritte einen Unterschied gemacht? Ja, das ist eine Aufnahme aus dem Juni und das ist eine Aufnahme nach den 4 Wochen und ich finde, ich sehe ein bisschen definierter aus. Ich weiß nicht, ob ich abgenommen habe, aber ich habe weniger Wasser, mein Bauch ist flacher von der Seite auf jeden Fall und ich finde doch, die 10.000 Schritte haben es auf jeden Fall gemacht, geistig und auch körperlich, auch wenn es am Anfang nicht einfach wird. Ich denke aber, man muss sich nicht auf diese 10.000 fixieren. Vielleicht reichen auch 5.000 oder nur ein zügiger Spaziergang für 30 Minuten. Es geht darum, dass man sich gut fühlt. Man wird mobiler und fitter. Es geht ja auch so ein bisschen um die Gelenkigkeit, ne? Dass man nicht einrostet im Alter. Oh. Genau. Was habe ich in den 4 Wochen gelernt? 10.000 Schritte täglich zu gehen ist nicht nur ein kleines Ziel, sondern auch das Tor zu besserer Gesundheit und Wohlbefinden. Ich war überrascht, wie schnell ich mich daran gewöhnt habe und vor allem, wie gut es mir am Ende ging. Ich habe mit Rückenschmerzen angefangen und am Ende war alles toll. Ich habe mich besser gefühlt. Es war so einfach.
Doch, sehr spannend. Aber was sagt ihr dazu? Vielleicht macht ihr ja auch 10.000 Schritte täglich und ich weiß davon nichts. Vielleicht macht ihr mehr oder weniger, vielleicht habt ihr andere Fitnessziele. Hinterlasst mir gerne mal Feedback. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.